Ahoi, schön, dass ihr da seid. Um mich war es ja zuletzt etwas ruhig. Wer den Post gelesen hat, weiß, dass ich krank gewesen bin. Also ich war die letzten 5,5 Wochen in einer Klinik. So viel dazu, nur diese 2 Sätze vorweg. Ähm, Kommen wir zum eigentlichen Ziel dieses Videos, beziehungsweise was ich euch gerne mitteilen wollte, was ich die letzten 2,5 Monate für mich entdeckt habe. Und zwar braucht man dafür diesen kleinen magischen Zauberstab. Man nennt es auch Häkelnadel. Und zum Beispiel diese Wolle. Und dann kann man da richtig coole Sachen draus machen. Ich meine, ich liebe Kuscheltiere, ich liebe Schlüsselanhänger. Und jetzt kann ich das halt alles auch selber machen. Das ist auch ein bisschen fatal, wer jetzt gedacht. Und wir haben ja Spooky Season, das ist meine Lieblingszeit im ganzen Jahr. Also September, Oktober sind zwei meine Lieblingsmonate. Und da möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was ich gemacht habe. Damit verbunden ist natürlich auch auf jeden Fall ein Shop-Update. Das heißt, die ganzen Sachen werden dann im Etsy-Shop zur Verfügung stehen. Und guckt euch mal bitte an, wie süß der Kleine hier einfach ist. Ihr werdet zum Beispiel diesen Schlüsselanhängergeist haben können. Und da gibt es natürlich auch noch eine große Version von mit Flauschi-Wolle. Also je nachdem, was ihr gerne haben möchtet. Ja, entweder in flauschig oder als Schlüsselanhänger. Der Schlüsselanhänger ist aus Baumwolle gefertigt, sehr robust. Also ihr könnt ihn hier auch knautschen. Ja, der verliert nicht seine Form. Den anderen könnt ihr auch knautschen, falls ihr so ein bisschen Anti-Stress Geistis haben möchtet. Ja, kann man dafür super gut benutzen. Also ihr knautscht ihn einfach ein bisschen. Ihr seht, hier, da passiert genau gar nichts. Der ist einfach super, super robust. So viel dazu. Als nächstes möchte ich euch diese kleine Voodoo-Puppe vorstellen. Super süß mit ihrem Knopfauge. Das andere ist leider weg. Ja, wie das bei Voodoo-Puppen so üblich ist. Die werden ja öfter mal malträtiert. Und hier habe ich mich für die Farbe Mintgrün entschieden. Das hat mich sehr an die Puppe, die Stitch in Lilo und Stitch halt hat, erinnert. Deswegen war hier die erste Wahl Mintgrün. Wenn ihr da eine andere Farbe haben möchtet, dann schreibt mir das doch einfach gerne in die Kommentare. Auch bei den anderen Dingen bin ich dafür Farbvorschläge auf jeden Fall offen. Und zu guter Letzt, was in der Spooky Season nicht fehlen darf, sind natürlich Spinnen. Ja, das ist eine kleine süße Babyspinne. Die habe ich zeitlich jetzt auf jeden Fall noch geschafft. Davon werde ich, also von den anderen habe ich jeweils 5 schon vorbereitet, 5 Stück. Die Spinne ist gerade ein Einzelstück, da arbeite ich auf jeden Fall daran, mehr herzustellen. Und ja, auch die hier ist sehr, sehr robust. Ihr könnt sie knautschen, ihr könnt sie quetschen, das ist alles kein Problem. Ja, kann man auch als Anti-Stress-Tierchen benutzen. Oder einfach dekorativ hinstellen, kleines Geschenk, je nachdem, wie ihr euer Haus dann um die Halloween-Zeit, um die Spooky Season dekorieren möchtet. Und ja, dann dachte ich, ich teile einfach mal mein neues Hobby. Ist ja nicht so, dass ich sonst keine Hobbys habe, mal mit euch. Das ist das, was ich halt noch gemacht habe, was mir einfach auch ein bisschen Ruhe im Kopf gegeben hat, denn wenn ich mit Maschen und Reihen hier, ne, das wird ja hier in Runden gehäkelt, Zählen beschäftigt bin, dann habe ich einfach ein bisschen Ruhe im Kopf. Das funktioniert dann bedingt. Ja, leider haben es nicht alle von meinen Sachen ins Shop-Update geschafft. 3 müssen noch ein bisschen warten. Und zwar zum einen die Schlüsselanhänger-Version von der Voodoo-Puppe. Das hier ist jetzt der Prototyp. Ich stelle mal einen Prototyp her, messe den aus, wiege den ab, mache halt die Kalkulation dafür. Und ihr seht, die hier hat einen kleinen
Klumpfuß, da ist mir der Fuß etwas größer geraten als der. Kann natürlich mal passieren bei Dingen, die in 100% Handarbeit hergestellt werden. Ja, deswegen ist jedes gehäkelte Stück auch immer ein Einzelstück. Also die kleine Voodoo-Puppe wird es dann etwas später geben, wenn ich dann die Zeit dafür finde, durch meinen Aufenthalt in der Klinik jetzt so lange Wochen, hat sich das natürlich alles verzögert. Aber ich wollte wenigstens ein paar Dinge für euch schon mal hochladen. Und die kleine Fledermaus hier hat es leider auch nicht geschafft. Für die brauche ich immer so 4-5 Stunden. Da muss ich zugeben, habe ich mich auf jeden Fall in der Zeit verschätzt, wie viele Tierchen ich fertig bekomme. Das ist jetzt eine Farbvariation. Ich habe noch ganz viele andere Farbvariationen schon im Kopf. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn euch eine coole Farbvariation einfällt, vielleicht auch eine einfarbige, oder man kann zum Beispiel die Öhrchen und den Kopf und den Körper, das ist alles einzeln, kann man auch alles einzeln häkeln und dementsprechend zusammennehmen für eine ganz, ganz bunte Fledermaus. Und zu guter Letzt, ich liebe ja auch Dinos, hat jetzt nichts mit Halloween zu tun, mein kleiner Stegosaurus. Der hat es leider auch nicht bis ins Shop-Update geschafft. Für den brauche ich noch länger als für die Fledermaus. Und das hier ist ebenfalls der Prototyp. Der ist auch ein bisschen schief geworden. Den wird es dann in zukünftigen Shop-Updates geben. Und natürlich habe ich für die Zukunft auch noch ein paar Überraschungen für euch geplant. Deswegen, ja, schaut gerne vorbei. Abonniert auch gerne meinen Etsy-Shop, damit ihr halt nichts mehr verpasst. Ich zeige euch nochmal alle Tierchen hier, die aktuell verfügbar sein werden. Einmal der kleine Geist, sein großer Kumpel, die Voodoo-Puppe in Mintgrün und die kleine Spinne, ein Spinnenbaby, in Lila. Ups. Hab's ja wie ein Finger vor der Linse gehabt, ne? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Das angekündigte Inspirationsvideo kommt dann natürlich als nächstes. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit musste ich jetzt einmal das Halloween-Shop-Update-Video vorziehen. Macht ja auch keinen Sinn, Halloween im Winter zu machen oder im Dezember das dann zu machen, sondern jetzt. Und ja, ich hoffe, ich habe dann bald auch wieder ein bisschen mehr Energie, um wieder mehr Videos für euch zu machen. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.